Der nächste Auftritt in der Champions League zu Hause gegen Real Sociedad. Wir sind momentan richtig gut drauf. Letztes Spiel gegen Leverkusen leider dann die erste Niederlage bekommen. Aber das macht überhaupt nichts. Wir machen einfach so weiter. Die Siege werden auch wieder folgen. Da lasse ich uns jetzt gar nicht kleinreden oder da lassen wir uns auch nicht aus dem Konzept bringen. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir heute nachlegen können gegen Real Sociedad. Wir sind natürlich Tabellenführer. Wir haben aber auch erst ein Spiel gehabt in der Champions League. Das haben wir gut gemeistert. Oh, nee, Quatsch, wir hatten schon 2 Spiele. Wir haben ja Bologna und gegen Ajax Amsterdam gewonnen. Glaubt nicht immer alles, was ich euch sage. Manchmal weiß ich auch nicht immer alles oder vergesse auch manche Sachen. Heute aber, das vergesse ich nicht, möchte ich gewinnen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege gegen Real Sociedad. Die sind 31. Haben auch nicht so einen guten Start gehabt in die Champions League. Können wir aber leider keine Rücksicht drauf nehmen. Genau, 4-2-3-1, die altgewohnte Formation mit dem Wunderknaben Dimitriou, der in der Champions League, wer das noch nicht gesehen hat, gegen Amsterdam ein sensationelles Tor geschossen, als Innenverteidiger vom eigenen Strafraum losgesprintet. Sensationell, müsst ihr euch auf jeden Fall nochmal bei Gelegenheit angucken. Mal gucken, wer es ihm heute nachmacht oder wer heute generell die Tore schießt. Achtung, Sociedad kommt jetzt erstmal und schießt sich in Führung. Ganz krummes Ding, ich glaube abgefälscht sogar noch. Den kriegen wir irgendwie nicht geklärt und schon liegt der Ball im eigenen Netz. So schnell kann es gehen. Der war gar nicht so gefährlich getreten. Wir waren eigentlich da und dann kommt irgendwie keiner ran. Und dann ist es sogar Dimitriou. Gerade noch von gesprochen. Steht dazwischen, will noch in den Zweikampf rein. Robin Koch kommt da auch nicht mehr hin. Und für Santos ist da überhaupt nichts zu machen. Der Ball ist nicht zu halten und dann ist es... Ja, wer ist es denn am Ende? Ladislav Krejci. Sein erstes Tor im 3. Spiel. Natürlich gegen uns. Natürlich auch wieder sein allererstes Tor. Aber egal, ist nicht schlimm. Rückstand macht nichts mit uns. Das ist jetzt auf jeden Fall abseits. Schade. Wir machen einfach weiter. Wir müssen in den Flow reinkommen. Das, was uns die letzten Spiele so stark gemacht hat halt. Ne? Aus dem Spiel raus ins Pressing reinfinden. Das klappt zwar auch nicht in jedem Spiel. Wir werden auch mal an unsere Grenzen stoßen. Und es wird halt auch einfach mal Gegner geben, die in dem jeweiligen Spiel stärker sind als wir. Das ist halt nun mal so. Aber wir können es ja trotzdem probieren. So ist es nicht. So, wir sind vorne mit Ekitike, Krejci. Auch sogar ein Innenverteidiger war das, ey. Aber wenn es ein Stürmer gewesen hätte, hätte ich gesagt, okay, aber als Innenverteidiger, naja, dann wollen wir mal mit dem Stürmer hier ein Tor schießen. Ekitike mit der Chance. Und was die anderen können, das können wir auch. Wir können auch nach einer Ecke ein Tor machen. Wäre ganz wichtig hier, direkt zurückzuschlagen in der Anfangsphase. Warum nicht durch Dimitriou? Und zum zweiten und geklärt. Ja, da hätte er seinen Fehler, in Anführungszeichen, es war ja kein Fehler, war halt unglücklich, wieder gut machen können. Schade, aber anders als bei uns ist da der Gegner zweimal auf der Hut. Aber wir sind da, wir sind jetzt gut im Spiel drin. Fofana gegen Odriozola, der andere Fofana. Die beiden Fofanas hier im Zusammenspiel, bis Ekitike frei ist und unten, da läuft er ein. Da ist Uzun, aber da brauchen wir zu lange. Ekitike braucht zu lange, Uzun braucht zu lange. Und dann ist die gute Chance eigentlich schon wieder vorbei. Brian Brobbey, oh, der prescht da durch. Achtung, Santos kommt raus. Und ist sogar noch dran. Und das war sehr, sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, ob der reingegangen wäre, aber war auf jeden Fall wichtig, dass er dran war. Und daher gut rausgekommen. Der Durchbruch, das kannst du halt nicht verhindern, egal gegen wen du spielst. Und dann wäre es fast soweit gewesen. Achtung, jetzt der Ballgewinn. Ah, die Chance schnell umzuschalten. Das ist ja immer meine Hoffnung. Nach dem gegnerischen Eckball, Ballgewinn, schnell nach vorne. Umschalten, um dann halt die Chance zu kriegen. Fofana mit Can Uzun. Oben ist Fofana frei. Gut durch die Lücke, hinter die Abwehr. Fofana, jetzt muss er es einmal alleine machen. Aus Spitzenwinkel. Oh, das war knapp. Den habe ich auch drin gesehen. Das war gut gespielt und dann ist es... Ja, fehlt nicht viel. Ein halber Meter vielleicht. Aus der Perspektive ist das so ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber wir sind drin im Spiel. Wir sind da. Wir haben uns davon gar nicht unterkriegen lassen. Fofana springt dem Gegner erstmal ins Kreuz. Und Brown gewinnt den Ball und dann geht es auch direkt wieder nach vorne. Also ich will mich gar nicht lange hinten aufhalten und hintenrum spielen. Weil wir damit eigentlich immer gut gefahren sind, schnell nach vorne umzuschalten. Die Lücken hatten wir dann natürlich auch. Aber Achtung, ab und zu auch die Defensive nicht vergessen. Ab und zu auch mal den Blick nach hinten. So, aber
Von wegen Blick nach hinten, Blick nach vorne. Usun oben, Fofana. Muss durchlaufen oder Ekitike. Auch der Ball ist gut, aber der ist zu lang. Schade. Ein bisschen zu weit. Aber auch da hatten wir zwei Optionen, ne? Entweder Fofana oder Ekitike. Ich hatte jetzt Ekitike als bessere Variante im Blick. Jetzt aufpassen. Robin Koch, sehr schön. Auch wichtig. Das wäre nämlich auch sehr, sehr gefährlich geworden. Und es geht schon wieder nach vorne. Also, von defensiv irgendwie groß abtasten ist hier heute nicht. Sowohl bei uns als auch bei Real Sociedad. Die führen halt durch diesen einen Eckball. Hatten auch schon eine gute Chance, gerade durch Brian Brobby. Aber das ist eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Eine Nullnummer bislang. Aber, oh, Foul an Usun, oder? Nee, doch nicht. Habe ich jetzt als Foul gesehen. Brown ist dazwischen. Fofana kommt mit hin. Wo ist die Lücke? Oh, das war abseits. Ja, das war abseits. Braucht Brobby auch gar nicht schießen. Und die Lücken, die finden sie halt immer. Wir können noch so dicht zusammenstehen. Ich hätte auch... Gut, die Regler gibt es jetzt nicht mehr. Ich hätte auch die Regler auf 0 stellen können und auf Tiefe und zurückfallen lassen. Die hätten irgendwie immer trotzdem noch eine Lücke gefunden. So, wichtig ist, dass wir jetzt mal die Lücke vielleicht finden. Usun außen. Oh nein, Fofana Nummer 1. Der kommt aus dem Abseits. Es läuft nicht so geschmeidig wie in den letzten Spielen. Das ist ganz klar, aber habe ich ja gerade schon erwähnt, das wird es halt auch nicht immer sein. Also wir werden nicht immer 3-4-0 gewinnen. Wäre auch auf die Dauer langweilig und ist halt auch, ja, total realistisch. Und Real Sociedad ist halt auch, wie ich so schön und gerne sage, keine Thekentruppe. Achtung, Santos. Wichtig, jede Parade, die irgendwie erfolgreich ist, wird ihm auch Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein geben. Und wieder die nächste Chance umzuschalten. Aber wir kriegen den Ball nicht so schnell, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Aber vielleicht jetzt über Fofana gegen Odriozola. Ja, Fofana holt sich den mit ein bisschen Glück. Aber er ist vorbei. Und Ekitike läuft durch, kriegt den Ball. Oh, gegen Krejci kommt er leider nicht ran. Verliert leider da den wichtigen Zweikampf. Da hätten wir nochmal die Chance gehabt. Vielleicht auf den Ausgleich. So kommt jetzt doch mal Sociedad über Brobby. Ich überlege gerade die ganze Zeit, hat er nicht noch bei Ajax Amsterdam gespielt, als wir gegen die gespielt haben? Oder ist das sein Bruder? Oder verwechsel ich da was? Naja, ist auch egal. Wichtig ist, dass wir diesen Rückstand jetzt aufholen. 1:0 ist jetzt nicht unbedingt verdient. Also die sind jetzt nicht feldüberlegen, ihr seht. 4:4 Schüsse. Wir gucken mal auf die XG-Werte. 1,6 zu 0,9. Also ein bisschen schmeichelhaft vielleicht. Aber gut, wir haben halt einmal nicht aufgepasst. Ein abgefälschter Ball, das kann immer mal passieren. Und vorne müssen wir halt ein bisschen zielstrebiger werden. Das Durchsetzungsvermögen muss sich da erhöhen, weil defensiv ist das gut. Ihr seht, wir gewinnen hier 5 von 6 Zweikämpfen gefühlt. Ganz besonders von Demetrio, der macht das heute wieder echt sehr, sehr schön, sehr, sehr überragend. Aber leider wurmt mich halt immer noch der Gegentreffer. Aber wir haben jetzt noch 45 Minuten Zeit, das irgendwie noch richtig zu biegen. Fofana macht vielleicht mal den Anfang, ist am ersten vorbei und kriegt den Freistoß. Müsste auch eigentlich gelb geben, ja, für Beniat Turientes. Und jetzt bräuchte man halt einen guten Freistoßschützen. Haben wir den? Ich denke da ganz spontan an Can Usun, Fofana. Oder auch, Koopmeiners. Ja, Koopmeiners ist gut. Probieren wir es mal mit Koopmeiners. Über die Mauer drüber. Besseren Freistoßschützen als in Münster haben wir auf jeden Fall. Haben wir auch mehr Erfolg. Wäre wichtig. Koopmeiners. Schöner Freistoß an die Latte. Okay, also. Wir haben unseren Freistoßschützen. Koopmeiners wird das in Zukunft machen. Der kam richtig, richtig gefährlich. Leider fehlt bislang so das Glück im Abschluss. Aber ich hoffe, das erarbeiten wir uns jetzt. Fofana. Und dann ist der Ausgleich nicht mehr weit weg. Der liegt schon in der Luft. Ekitike. Braucht zu lange, dreht sich da. Koopmeiners, Fofana, der andere ist in der Mitte. Schön gemacht. Schöne Auftaktbewegung. Schöner erster Kontakt. Und da ist er doch. Yusuf Fofana, der Ausgleich. Sehr schön. Wichtig, da den Ball schnell in die Tiefe zu spielen und dann zack mit dem ersten Kontakt vorbei. Enge Ballführung und dann rein ins lange Eck. Ja, der Keeper läuft noch nach vorne. Streckt dann zu spät, Gott sei Dank, den Arm raus und somit der Ausgleich durch Fofana. Yusuf Fofana, muss ich natürlich dazu sagen. Jetzt aufgepasst. Der direkte Gegenstoß. Kubo geblockt. Und Ballgewinn. Schade durch Usun, aber leider nicht entscheidend. Da fehlen halt auch immer wieder nur ein paar Zentimeter. Oh Gott.
Machen wir souverän. Sieht nicht immer souverän aus, aber war so geplant. Müssen wir immer mit dazu sagen. Guck, und dann spielen wir das ganz entspannt im Stile einer Spitzenmannschaft, sage ich jetzt einfach mal hinten raus. Und dann sind wir auch schon wieder vorne. Uso und Ekitike. Da kommt keiner hinterher. Kretschi auch nicht. Jetzt Ekitike mit der Chance, uns in Führung zu schießen. Und das macht er. 2-1. Von hinten rausgespielt. 3-4 Stationen. Und dann war es halt wieder auch eine Einzelleistung. Ne? Ekitike, den muss er natürlich auch machen, aus dem Winkel. Aber vorher schön rausgespielt. Ruhig geblieben, auch hinten in der Abwehr den Ball geplant rausgespielt. Und innerhalb von 6-7 Minuten Spiel zu unserem Gunsten gedreht. Ganz, ganz wichtig, so bleiben wir weiterhin. Ich weiß nicht, ob wir dann auf Platz 1 stehen oder nicht, aber wir bleiben auf jeden Fall oben in der Champions League. Haben also gute Chancen, uns direkt fürs Achtelfinale zu qualifizieren und die Playoffs zu umgehen. Jetzt haben wir noch Can Uso, der fehlt noch. Jetzt haben wir Ekitike, Fofana. Ja, Can Uso, der ist eigentlich auch richtig gut drauf. Viele Vorlagen, auch feiner Techniker. Also es macht wirklich Spaß, mit dieser Truppe hier zu spielen. Und es macht auch Spaß, in der Champions League weiterhin für Furore zu sorgen. Abgeblockt. Nächste Chance, jetzt hole ich mir mal einen Mann ran. Dann ist irgendwo in der Mitte vielleicht eine größere Lücke. Wieder Koopmeiners, wieder eine richtig gute Ecke. Verlängert und da kommt Adingra leider nicht ran, wenn das war. Und Fofana und Uso wieder mit viel Platz. Ja, dann spiele ich lieber hinten rum. Demetrio bleibt mit vorne, Koopmeiners. Koopmeiners läuft durch. Außen muss Fofana durchlaufen. Jawohl, jetzt haben wir sie. Jetzt habe ich sie genau da, wo ich sie haben möchte. Ekitike! Ekitike! So viel Zeit muss sein! Was für ein Tor! Hugo Ekitike. So, jetzt nochmal langsam, damit ihr es auch alle mitbekommen habt. Sensationelles Fallrückzieher-Tor. Schöne Flanke von Fofana und dann steigt er hoch. Ist auch kein gefährliches Spiel, finde ich jetzt. Also es gibt ja auch Schiris, die pfeifen das ab. Ball geht so ein bisschen durch den Spann durch und dann aus 5 Meter der Fallrückzieher. Schönes Tor. Nicht ganz so schön, also was heißt nicht ganz so schön? Also ist trotzdem Traumtor. Also ich fand das von Demetrio, der Sololauf in Amsterdam, das war schon, weil es halt auch so unwahrscheinlich war, auch mit am schönsten. Aber wir haben ja noch Zeit, das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Wir können also noch ein paar Traumtore oben drauf legen. 3-1. Und das ist jetzt genau das Spiel, was ich mir erhofft habe, was ich mir gewünscht habe. Jetzt ist auch die Möglichkeit, da mal zu wechseln. Wie zum Beispiel, ihr seht, da sind schon ein paar am Arsch. Sind nicht mehr ganz so fit. Gott sei Dank haben wir Duro und Listesh. Außen machen wir mal Paxton Aronson. Skiri kommt auch immer gerne rein. Und hinten können wir Brandweight und Lienhardt vielleicht reinbringen. Ach, ich habe schon 5-mal gewechselt. Okay. Muss ja auch ein bisschen gucken auf Hinsicht, dass wir wieder in der Liga spielen. Da brauchen wir auch wieder frische Kräfte. Aber die Ausdauer von jedem ist wirklich gut. Also wir haben selten Spieler, die wirklich super platt sind. Also es gibt immer welche, die frisch sind. Also Spieler, die wirklich frisch sind. Auch nochmal ein Upgrade gegenüber Münster. Achtung, Ekitike, der will wohl noch ein zweites Tor. Sensationelles Tor schießen. Der Scorpion Kick, das fehlt da noch. Ja, und Sociedad ist völlig abgemeldet. Also in der ersten Halbzeit noch gut mitgespielt, schön und gut, aber jetzt in Halbzeit 2, das ist schon sehr, sehr erdrückend hier, was wir machen. Aber so soll es auch sein. So möchte ich das auch gerne haben. Usun. Fofana, Koopmeiners, außen. Ja, der Ball sehr gut. Ja. Guter Laufweg. Adingra. Kein Abseits. Müssen wir wieder hinten rumspielen. Aber die Idee war gut. Lücke war da. Dann muss er auch den Weg machen. Und jetzt geht es wieder über außen. Über Usun, Adingra. Und da ist Koopmeiners. Geklärt nochmal Adingra. Gleich von weit mal schießen. Er wird sofort wieder angelaufen. Egal, dann spielen wir hinten rum. Muss ich mir auch mal ein bisschen angewöhnen. Hinten rum spielen. Wenn der Gegner uns die Lücken nicht lässt, dann müssen wir halt so lange spielen, bis die Lücken da sind. Wie jetzt zum Beispiel. Oh, Rega. Und aufgepasst. 5 Minuten sind es noch, aber lasst sie jetzt mal auf 3-2 rankommen. Nur wie ist die Frage. Also die machen jetzt nicht für mich den Eindruck, dass sie nochmal unbedingt wollen. Vielleicht können sie auch einfach nicht. Vielleicht ist das auch eine simple Erklärung. Vielleicht sind wir einfach zu dominant. Besonders halt in Halbzeit 2. Das war schon Einbahnstraßenfußball par excellence, will ich beinahe sagen. Wir sind noch nicht fertig. Noch haben wir Chancen, noch haben wir Zeit, noch ein Tor oben drauf zu legen.
Da häufen sich jetzt auch die Fehler. Oh weia, Fofana, das kann doch ganz böse enden. Nochmal ein Eckball. 90. Minute läuft. Also weitere 3 Punkte. Wir stehen jetzt mit 9. Ja, ziemlich weit oben. Entweder Erster oder Zweiter. Ich glaube, nur Man City hat bislang ihre beiden Spiele gewonnen. Das heißt, das müsste für uns Platz 2 sein. Mindestens. Listic nochmal. So, nochmal der Versuch. Bleibt es bei dem einen Gegentor. Da kommt Sociedad nochmal aufs zweite ran. Rega muss dann nochmal in die Defensive. Dimitriou auch. Aufgepasst. Die kommen. Sudakov. Timber und Brobbey. Und sie kommen tatsächlich noch zum 3:2 zum Anschlusstreffer. Das ist aber eher Ergebniskosmetik. Ich weiß nicht, auch der Ball war wieder nicht unhaltbar. Für mich persönlich. Das sieht immer so ein bisschen komisch aus. Aber gut, im Endeffekt besorgt hier Brobbey den Schlusspunkt. Ja, und da bleibe ich bei. Also der ist auch nicht unhaltbar. Der kommt ziemlich zentral. Ich weiß gar nicht, was Santos da vorhatte. Ja, also der ist haltbar. Ich weiß auch nicht, was er da mit der Hand macht. Egal. Im Endeffekt, unterm Strich, bricht uns das jetzt nicht das Genick. Wir gewinnen mit 3:2 gegen Sociedad. Auch wieder ein torreiches Spiel. Spektakel dann am Ende. Eine richtig starke zweite Halbzeit. Und somit fahren wir die nächsten 3 Punkte ein. Bleiben weiterhin im Flow. Und erholen uns gut vor der Niederlage gegen Leverkusen. Ich hoffe, dass wir das jetzt natürlich auch wieder in der Liga umsetzen können. In der Liga geht es jetzt nämlich weiter gegen die Hertha. Auch wieder ein Heimspiel. Die sind 16. Auf dem Papier, also auch wir wieder der klare Favorit. Müssten eigentlich die nächsten 3 Punkte sein. Aber ich traue dem Braten immer nicht so ganz. Man weiß nie, auf welche Hertha man trifft. Also, es kann auch sein, dass die übermächtig sind und dass die eigentlich voll den guten Kader haben. Wir gucken gerade mal rein. Oder ob die halt auch verdient da unten stehen, wo sie stehen. Die haben die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. 3 Niederlagen, 2 Unentschieden. Okay, Fabian Reese und Cuisance, Winkler, Hussein. Die hatte ich auch, glaube ich, damals in meiner Hertha-Karriere. Da kann ich mich noch dran erinnern. Torsteinsson vorne. Also, das, was er machen soll, hat er schon in seinem Namen drin. Previak, Duziak. Ja, also es wird nicht einfach. 4-1-4-1 ist auch eine gute Formation, mit der man auf jeden Fall auch Spiele gewinnen kann, aber hoffentlich nicht gegen uns. So, wir gucken jetzt nochmal auf die Champions League-Tabelle. Na, wo sind sie denn hier? Also, sie sind natürlich ja auch in Zugzwang. Klar, durch die Niederlage gegen Leverkusen können wir maximal auf den 2. Platz kommen. Die anderen haben alle schon gespielt. Die Bayern, Stuttgart, Münster ist 7. Das freut mich, dass sie auch offensichtlich gut den Abgang von mir verkraftet haben und halt soweit oben stehen. Also, Man City, wir, Barca und der AC Mailand. Die beiden letzten genannten sind noch unsere Gegner. Aber auch zu Hause dann. Sieht gut aus. Also, wir haben 3 Punkte auf Realvorsprung. Die sind auf dem 9. Da müssen wir einmal ein bisschen drauf gucken. Ja, überragend. Die meisten Tore geschossen. Auch mit die meisten Gegentore kassiert. Es ist halt immer Spektakel. Es ist immer Spektakel, wenn ich spiele. Von daher also nochmal die Aufforderung an euch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, wenn euch meine Videos gefallen, wenn ihr sagt, ey, ein cooler Typ, eine coole Karriere, bin Eintracht-Fan vielleicht noch oder irgendein anderer Fußballfan generell, dann würde ich mich natürlich sehr über ein kostenloses Abo freuen. Klickt da unten einfach unter dem Video auf den Abonnieren-Button. Lasst einen Daumen nach oben gerne da. Ein paar liebe, nette Kommentare. Wäre doch ganz geil. Und dann sehen wir uns zum nächsten Spiel wieder. Gegen die Hertha zu Hause. Macht's gut. Ciao, ciao.